Heute wollen wir die WLAN-Power der neuen Fritzbox 4060 testen und vermessen. Den kompletten Überblick zu allen Specs und Features der 4060 haben wir schon im letzten Video gebracht. Ganz kurz das Wichtigste. Die neue Box hat kein Internetmodem verbaut und auch keine analoge Telefonie mehr drin, aber eine vollwertige DECT-Basisstation für Schnurlostelefone und Smart Home Geräte plus 4 ordentliche LAN-Buchsen mit 3x1000 und 1x2500 Megabit Ethernet plus eine brauchbare USB 3.0 Buchse und, ganz wichtig, Wi-Fi 6 in 3 Frequenzbändern mit summa summarum 6000 Megabit WLAN brutto. Der Sinn und Zweck der 4060 ist es, sie direkt hinter einem vorhandenen Modem einzusetzen oder hinter einer vorhandenen Fritzbox. Man kann etwa die mittelprächtige Modembox eines Internet-Providers einfach per LAN-Kabel mit der WLAN-Power der 4060 aufbohren. Und genau das machen wir jetzt gleich mal. Den ersten Schnelltest mit der 4060 machen wir hinter einem DSL 100 Anschluss. Wir verbinden einen beliebigen gelben LAN-Port einer schwarzen DSL Fritzbox 6530AX von 1&1 mit einem beliebigen gelben LAN-Port der weißen 4060 links im Bild mit Hilfe des weißen LAN-Kabels. Die schwarze 7530AX schafft das Internet hier mit nominal 100 zu 48 Megabit heran und gibt es über LAN-Kabel an die 4060 weiter. Wir nutzen die schwarze 7530AX quasi nur als externes DSL 100 Modem für die 4060. In 3 Metern Abstand verbinden wir einen 11AX Wi-Fi 6 Laptop über 2,4 GHz WLAN mit der 4060 und bekommen das Internet mit diesen Werten auf den Laptop. Ping 26 Millisekunden, Download 90,83 Megabit, Upload 44,41 Megabit. Beim zweiten Versuch verbinden wir den 11AX Laptop über den 5 GHz 1 Block mit der 4060 und bekommen Ping 26 Millisekunden, Download 21,23 Megabit, Upload 44,39 Megabit. Beim dritten Versuch verbinden wir den 11AX Laptop über den 5 GHz 2 Block mit der 4060 und bekommen Ping 26 Millisekunden, Download 21,34 Megabit, Upload 44,18 Megabit und bringt die weiße 4060 hinter der schwarzen 7530AX in dieser Zwei-Zimmer-Wohnung mit DSL 100 nun einen Vorteil? Nein, denn solche Werte schafft die 7530AX auch allein. Die Leistung einer 7530AX hinter einem DSL 100 Anschluss haben wir auch schon in diesem Video ausführlicher gezeigt. Mit diesem Testaufbau hier konnten wir zwar zeigen, dass die weiße 4060 hinter einem DSL 100 Anschluss funktioniert, aber die volle WLAN-Power der 4060 können wir damit nicht demonstrieren. Um nur DSL 100 Internet durch eine kleine Wohnung zu funken, wird halt nur ein Bruchteil der WLAN-Leistung einer weißen 4060 benötigt. Dafür reicht auch schon die schwarze 7530AX alleine bestens. Können wir die WLAN-Power der 4060 dann wenigstens hinter einem viel schnelleren Kabel 1000 Anschluss via Fritzbox 66 Cable voll ausreizen? Dazu schalten wir die weiße Fritzbox 4060 rechts über ein LAN-Kabel hinter eine rot-weiße Fritzbox 66 Cable links im Bild. Solange wir die beiden 2,5 Gigabit Anschlüsse nicht anderweitig brauchen, wären diese beiden schnellsten Ports die beste Wahl für die Verkoppelung der beiden Fritzboxen. Ansonsten können wir aber auch zwei beliebige gelbe LAN 1000 Ports miteinander verbinden. Eventuelle Durchsatzspitzen aus dem Internet oberhalb von 1000 Megabit werden dann allerdings an diesen beiden LAN 1000 Ports leicht
abgebremst. Die Fritzbox 6660, linkes Fenster, holt das Internet hier gerade mit nominal 1150 zu 56 Megabit pro Sekunde aus einem Vodafone Kabel 1000 Anschluss und gibt es an die 4060 rechts im Fenster weiter. Im Prinzip nutzen wir die 6660 links hier nur als externes Kabelmodem für die 4060 rechts im Bild. Da beide Fritzboxen auch schon einen schnellen 2,5 Gigabit LAN-Port haben, verbinden wir genau diese beiden schnellsten Buchsen mit einem guten LAN-Kabel. Denn nur diese beiden Multi-Gigabit-Ports würden Durchsatzspitzen auch oberhalb von 1000 Megabit durchlassen, falls der Kabel 1000 Anschluss den tatsächlich knapp 1150 Megabit heranschaffen würde, was ab und zu auch wirklich vorkommt. Dann greifen wir mit einer 11AX Wi-Fi 6 Workstation namens Dell WS1 aus 3 Metern Entfernung auf das WLAN der 4060 zu. Beim ersten Kabel 1000 Test verbinden wir den Dell-Rechner über 2,4 GHz WLAN mit der 4060 und bekommen, grob gesagt, Ping 10 Millisekunden, Download 181 Megabit, Upload 54 Megabit. Vorsicht! Wir messen in einer deutschen Großstadt. Das 2,4 GHz Band ist hier leider schon sehr verschmutzt und fast kaputt. In einer großen Tiefgarage oder in einem großen Haus in Alleinlage wäre mit der 4060 auch der doppelte Durchsatz bei 2,4 GHz möglich. Beim zweiten Kabel 1000 Test verbinden wir den 11AX Dell-Rechner über 5 GHz 1 WLAN mit der 4060 und bekommen, grob gesagt, Ping 10 Millisekunden, Download 900 Megabit, Upload 54 Megabit. Was fällt auf? Über den großstadtverschmutzten 2,4 GHz Frequenzblock hat die 4060 nur 181 Megabit aus dem Kabel 1000 Anschluss herausgeholt. Über den 5 GHz 1 Block hat die 4060 dagegen 900 Megabit geholt, das 4,9-fache. Beim dritten Kabel 1000 Test verbinden wir den 11AX Dell-Rechner über den 5 GHz 2 WLAN-Frequenzblock mit der 4060 und bekommen, grob gesagt, Ping 7 Millisekunden, Download 903 Megabit, Upload 54 Megabit. Was fällt auf? Beide Frequenzblöcke im 5 GHz Band holen ähnlich gute Werte aus dem Kabel 1000 Anschluss. Die Schwankungen bei den Ping-Werten zwischen 7 und 10 Millisekunden sind eher dem Zufall geschuldet und resultieren aus dem Kabel 1000 Anschluss, nicht aus dem WLAN. Und bringt die weiße 4060 hinter der weiß-roten 6660 nun einen Vorteil in diesem Szenario, wenn nur ein einziger 11AX-Rechner in nur 3 Meter Sichtweite vom WLAN-Router entfernt steht? Nicht wirklich, weil das verbaute Wi-Fi 6 der Fritzbox 6660 solche Speed-Werte auch alleine erzielen kann, was wir unter anderem auch in diesem Video schon ausführlich gezeigt haben. Wir müssen also härtere Geschütze als nur einen Kabel 1000 Zuspieler aufbieten. Bevor wir die WLAN-Grenzen der 4060 nun voll ausreizen, wollen wir verstehen, was sie in welchen Bändern maximal an Speed verspricht. Die AVM Fritzbox 4060 ist ein 11AX Wi-Fi 6 Funker mit 4x4 Multi-User MIMO verteilt auf 3 Frequenzblöcke. Sie kann aus 12 Antennen gleichzeitig senden und empfangen. Im 11AX Wi-Fi 6 Modus verspricht AVM maximale WLAN-Bruttodatenraten bis zu 1200 Megabit im 2,4 GHz Band, bis zu 2400 Megabit im 5 GHz 1 Band, bis zu 2400 Megabit im 5 GHz 2 Band, aggregiert also 6000 Megabit aus 12 Antennen. Im 11AC Wi-Fi 5 Modus bis zu 1733 Megabit im 5 GHz Band. Im 11N Wi-Fi 4 Modus bis zu 800 Megabit bei 2,4 GHz. Daneben ist die neue 11AX Fritzbox auch zu früheren Geräten kompatibel, die nach 802.11a und 11G funken.
Das uralte 802.11b aus dem Jahre 2000 wird von AVM nicht mehr unterstützt. Das frisst zu viel Airtime. Und vermutlich sind 11b WLAN-Geräte im Altbestand sowieso schon weitgehend ausgestorben. Will sagen, WLAN 11b wird anno 2022 kaum noch jemand vermissen. Die Fritzbox 4060 ist einzuordnen in Zeile 7, Spalte 4 Stream. Das heißt, im 5 GHz Band kann sie maximal 480 MHz breite Datenströme zu je 600 Megabit funken. Das macht zusammen 2402 Megabit und zwar pro 5 GHz Frequenzblock. Aggregiert also 4804 Megabit. Die WLAN-Ausstattung der AVM Fritzbox 4060 hat eine große Ähnlichkeit mit dem Fritz Repeater 6000 von 2021. Auch dieser kann in Summe 1200 plus 2400 plus 2400 ist gleich 6000 Megabit brutto aus 12 Antennen in 3 Frequenzblöcken funken. In diesem Video gibt es einen ausführlichen WLAN-Messtest zum AVM Repeater 6000. Vorsicht, 1 Stunde und 22 Minuten. Beide Geräte, Fritzbox 4060 Mitte und Repeater 6000 außen, können durch ihre 3 Funkmodule in Summe den Anschluss von etlichen WLAN-Endgeräten verkraften. Die Last lässt sich gezielt auf 3 Funkprozessoren verteilen, sofern man die 3 Funkzellen durch 3 getrennte SSID-Netzwerknamen separiert. Außerdem ist der jüngste Funkmodus 11AX alias Wi-Fi 6 auch schon grundsätzlich durch das Funkzugriffsverfahren OFDMA alias Orthogonal Frequency Division Multiple Access auf die Versorgung von mehr WLAN-Endgeräten gleichzeitig optimiert, als 11AC das jemals konnte. Wer also das Gefühl hat, dass seine betagte Fritzbox oberhalb von 20 WLAN-Endgeräten anfängt zu schwächeln, könnte sie ja testweise mal mit einem Fritz Repeater 6000 entlasten oder auf die ähnlich WLAN-starke Fritzbox 4060 umsteigen. Wer eine größere Wohnung oder ein Haus mit starkem WLAN versorgen will, könnte auch eine Fritzbox 4060 plus einen oder 2 Fritz Repeater 6000 hinter eine betagte Fritzbox mit Modem koppeln. Damit lässt sich das bislang wohl stärkste WLAN-Mesh-System mit AVM-Geräten aufbauen. Das hier gezeigte Trio bringt eine aggregierte WLAN-Power von 3 mal 6000 ist gleich 18.000 Megabit brutto in die Luft. Im LAN-Brückenmodus wäre diese Power sogar voll für WLAN-Endgeräte nutzbar. Doch auch im WLAN-Mesh-Modus passen Box 4060 und Rep 6000 WLAN-technisch sehr gut zusammen. Beide können nämlich einen ihrer beiden Frequenzblöcke bei 5 GHz für die interne Verkoppelung opfern und haben dann immer noch 2 weitere Frequenzblöcke bei 2,4 und bei 5 GHz komplett für WLAN-Clients frei. Man kann die 3 aber wie gesagt auch per LAN-Kabel verkoppeln. Dann hat jede Station alle 3 Frequenzblöcke für WLAN-Clients frei. Im 2,4 GHz Band funkt die AVM Fritzbox 4060 im Bereich von 2,4 GHz bis 2,483 GHz mit maximal 100 mW. Im unteren 5 GHz Band funkt sie von 5,15 GHz bis 5,35 GHz mit maximal 200 mW. Dieser Bereich ist nur für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt. Im mittleren 5 GHz Band funkt die Fritzbox 4060 von 5,47 GHz bis 5,725 GHz, maximal 1000 mW. Wir sind also gespannt, ob wir im höchsten 5 GHz Frequenzblock durch die viel höhere Sendeleistung auch eine bessere Reichweite erzielen können. Hier hängen 2 11AX Wi-Fi 6 Rechner am 5G1 und 5G2 WLAN-Funk
sowie zwei 10 Gigabit Ethernet NAS-Stationen per LAN-Kabel an zwei LAN-Ports der Fritzbox 4060. Das Ganze hinter einer Fritzbox 66 Cable, die der Fritzbox 4060 als Internetzuspieler dient. Will man der Fritzbox 4060 die maximalen 2 x 2400 Megabit brutto gleichzeitig per Funk entlocken, dann braucht man mindestens zwei leistungsstarke Wi-Fi 6 Endgeräte. Dazu haben wir zwei Dell Precision 3630 Workstations, Baujahr 2019, mit zwei 10 Gigabit LAN-Karten sowie zwei 2400 Megabit 11AX Wi-Fi 6 Karten nachgerüstet. Im Screenshot sieht man die aufgepeppten Rechner als Dell WS1 11AX und Dell WS2 11AX. Ebenfalls im Bild ein 10 Gigabit NAS-Server Harisyno DS1618 als Speed-Lieferant per LAN-Kabel am 2,5 Gigabit Port der Fritzbox 4060 sowie ein 10 Gigabit NAS-Server Buffalo TS 6400 an einem 1 Gigabit LAN-Port der Fritzbox 4060. Als 10 Gigabit LAN-Karte dienen uns Asus XGC 100C PCIe Network Adapter mit einem Marvell Aquantia Chip unter einem roten Kühlkörper. Diese Multi-Gigabit LAN-Karte kann auf 5 oder 2,5 oder 1 Gigabit herunterschalten. Zudem unterstützt sie auch ältere 100 Megabit LAN-Verbindungen. Mit dem 2,5 Gigabit Ethernet-Port der Fritzbox 6660 Cable hat sie sich schon im Februar 2020 spontan auf 2,5 Gigabit verständigt. So lange gibt es die 6660 ja schon. Am 2,5 Gigabit Ethernet-Port der Fritzbox 4060 vom Januar 2022 kann sie ebenfalls bis zu 2500 Megabit aufdrehen. Das weiße Cat8 LAN-Kabel steckt hier in einer 10.000 Megabit LAN-Karte von Asus. Als 2400 Megabit WLAN-Adapter dienen Asus PCE AX58BT PCIe-Karten mit einem schwarzen Kühlkörper. Der Intel Treiber- und Software-Support sowie der Windows 11 Gerätemanager haben dahinter eine Intel Wi-Fi 6 AX200 160 MHz Karte erkannt. Diese benötigt Windows ab Version 10 und verspricht neben Wi-Fi 6 auch Bluetooth 5 sowie den neuesten Security-Standard WPA3. Nach dem Einbau schließt man zwei mitgelieferte Antennen per Kabel an die WLAN-Karte an. Die dreh- und schwenkbaren Antennenstummel sind gut 15 cm lang und sitzen auf einem kräftigen Magnetfuß. Diese Wi-Fi 6-Karte hat sich mit der Fritzbox 4060 bei kurzer Distanz meist spontan im 11AX-Modus verbunden. Die zwei schwarzen Antennen werden von einer Asus PCE AX58BT-Karte mit 2400 Megabit Wi-Fi 6 WLAN versorgt. Die zwei Stummel sitzen auf einem starken Magnetfuß. Unser Testgebäude liegt in einem locker bebauten Stadtgebiet. Funkstörungen durch WLAN-Nachbarn sind vor allem bei 2,4 GHz nonstop vorhanden. Im 5 GHz Band halten sie sich aber in Grenzen. Das heißt, unsere Praxismesswerte im 2,4 GHz Band liegen deutlich unter den maximalen Messwerten, die in einer völlig störungsfreien Laborumgebung möglich wären. Unsere Praxismesswerte im 5 GHz Band sind dagegen nur knapp unter den maximal machbaren Laborwerten. Anders gesagt, in einer völlig sauberen Funkluft wären vor allem im 2,4 GHz Band höhere Speedwerte möglich. Dann wären die Messungen aber nicht mehr so realistisch, es sei denn, der User lebt oder arbeitet wirklich in einer sehr störungsarmen Alleinlage oder in einer WLAN-losen Tiefgarage. Wichtigster Speed-Zuspieler am 2,5 Gigabit Ethernet LAN-Port der Fritzbox 4060 ist ein 10 Gigabit NAS-Server Synology DS1618 Plus mit 32 GB ECC RAM und SSD RAID Cache. Diese NAS-Station kann Peaks bis über 9000 Megabit zuliefern. Der 10.000 Megabit Ausgang der Synology DS1618 Plus wird per LAN-Kabel mit der 2500 Megabit LAN-Buchse der Fritzbox 4060 verbunden.
Ab Werk hatte unsere Fritzbox 4060 einen einzigen Single-SSID-Funknetznamen über alle 3 Frequenzblöcke hinweg. So können wir die 3 Frequenzblöcke aber noch nicht getrennt vermessen. Zur getrennten Vermessung der 3 WLAN-Frequenzblöcke vergeben wir 3 verschiedene SSID-Netzwerknamen. 2G für das 2,4 GHz Band, 5G1 für den unteren 5 GHz Block und 5G2 für den oberen 5 GHz Block. Mit diesen WLAN-Zugangsdaten kommt unser 11AX-Rechner in die 2,4 GHz-Zelle der Fritzbox 4060. Mit diesen WLAN-Zugangsdaten kommt unser 11AX-Rechner in die 5G1-Zelle der Fritzbox 4060. Mit diesen WLAN-Zugangsdaten kommt unser 11AX-Rechner in die 5G2-Zelle der Fritzbox 4060. Die Fritzbox 4060 meldet kurz vor den Durchsatzmessungen, dass sie die WLAN-Kanäle 36 bis 48 im 5G1-Frequenzblock und die Kanäle 100 bis 112 im 5G2-Block verwendet. Für die Erklärung diverser Messverfahren mit nur einem Rechner, nur einem Laptop, nur einem 11AC-Handy und nur einem 11AX-Handy verweisen wir auf ein ausführliches Video über den Fritz Repeater 6000, der eine sehr ähnliche WLAN-Technik wie die Fritzbox 4060 verbaut hat. Wir springen hier gleich zur Maximalmessung, bei der wir mit 2 Wi-Fi 6 Rechnern gleichzeitig über 2 verschiedene 5 GHz Blöcke der Fritzbox 4060 auf das dahinterliegende schnelle NAS-System zugreifen. Ein schneller 10 Gigabit NAS-Server rechts oben versorgt den LAN 2500 Port der AVM Fritzbox 4060 links oben mit großen Dateien. 2 Wi-Fi 6 PC links unten holen Sie gleichzeitig per WLAN ab und schicken sie per WLAN auch wieder zeitgleich zurück. Genauer gesagt hängt das 10 Gigabit NAS-System Synology DS1618 Plus am blauen 2,5 Gigabit Port und das 10 Gigabit NAS-System Buffalo TS6400 an einem der gelben 1 Gigabit LAN-Ports der Fritzbox 4060. Die LAN-1-Verbindung von der 6660 zur 4060 wird im Bild nur mit 1 Gigabit angezeigt, weil die 2,5 Gigabit Strecke der 4060 ja für das schnelle NAS-System von Synology gebraucht wird und belegt ist. Jetzt ziehen wir einen 10 GB großen Ordner von der NAS-Station über den 5 GHz 1 Block auf den Dell-Rechner 1 herunter. Das sieht man im querstehenden Monitor rechts im Bild. Gleichzeitig ziehen wir einen weiteren 10 GB großen Ordner von der NAS-Station über den 5 GHz 2 Block auf den Dell-Rechner 2 herunter. Das sieht man im aufrechtstehenden Monitor links im Bild. Die roten Download-Balken liegen knapp unterhalb 900 Megabit. In Summe rauschen die Downloads also mit aggregierten Peaks knapp unterhalb 1800 Megabit durch die WLAN-Luft. Jetzt senden wir die beiden 10 GB Ordner wieder zeitgleich überlappend auf die NAS-Station hinauf. Das sind die grünen Balken. Dell-Rechner Nummer 1 meldet beim Upload Peaks bis knapp oberhalb 1000 Megabit, alias 1 Gigabit pro Sekunde. Dabei laufen die Daten über den 5 GHz 1 Block der 4060. Dell-Rechner Nummer 2 meldet beim Upload ebenfalls Peaks bis knapp oberhalb 1000 Megabit, alias 1 Gigabit pro Sekunde. Dabei laufen die Daten über den 5 GHz 2 Block der 4060. Das heißt, auch bei der parallelen Belastung beider 5 GHz Blöcke ging die CPU der 4060 nicht in die Knie. Sie schaufelt offenbar die volle Netto-Funkleistung beider 5 GHz WLAN-Funkmodule gleichzeitig durch den 4060 WLAN-Router hindurch. Das langsamere 2,4 GHz Band lassen wir jetzt komplett außer Acht. Wir messen nur im 5 GHz 1 und 5 GHz 2 Block. Denn wer derart maximale WLAN-Leistung braucht, geht ja nicht freiwillig ins übervölkerte 2,4 GHz Band. Es war im Test auch weitgehend egal, ob wir beide 10 GB Ordner gleichzeitig nur aus der einen NAS-Station am 2,5 Gigabit Port der 4060 zogen oder die 2 Ordner parallel aus 2 verschiedenen NAS-Systemen an 2 verschiedenen LAN-Ports der 4060 zogen. Wie lebensrelevant ist so ein
Szenario? Nun ja, wer oft mit hochauflösenden Fotos und Videos arbeitet, wird öfters auch mal große Dateiordner zwischen Rechnern und NAS-Systemen kopieren, verschieben oder sichern wollen. Bis vor kurzem hätte man die schnellen Geräte über 1 oder noch besser 10 Gigabit LAN-Kabel verbunden. Mit schnellen WLAN-Funkern wie der Fritzbox 4060 und oder auch dem Fritz Repeater 6000 kann man die LAN-Kabel einrollen und stattdessen 11AX WLAN für solche Power-Anwendungen aufspannen. 4060 und 6000 bieten ja beide jeweils 6000 Megabit aggregierte Bruttodatenrate, wenn man alle 3 Frequenzblöcke zusammenzählt. Genug der stationären Messungen mit den beiden Tower-PCs. Nun wandern wir zuerst mit einem Wi-Fi 6 Laptop, Symbol rechts unten, und danach mit einem Wi-Fi 6 Handy, Symbol links unten, durch 5 zunehmend schwierige Räume, um die Funkreichweite der Fritzbox 4060 auszuloten. Als Zuspieler verbinden wir wieder den 10.000 Megabit Ausgang eines NAS-Speicherservers Synology DS1618 Plus mit dem 2500 Megabit LAN-Port der Fritzbox 4060. Also rechts oben, der NAS-Speicherserver spendiert knapp 10.000 Megabit. Links oben, die Fritzbox 4060, steht vorsätzlich im funktechnisch schwierigsten Raum. 5 Messpunkte werden mit einem Wi-Fi 6 Laptop abgewandert. Und welchen WLAN 6 Laptop nehmen wir genau? Wir haben vorhandene Laptops schon 2019 mit WLAN 6 Kärtchen namens Intel AX200 NGW nachgerüstet, die man seit Herbst 2019 ab 13 € bei Internetversendern kaufen konnte. Das M22230 Wi-Fi 6 Funkmodul namens Intel AX200 NGW links im Laptop-Display wird in einen freien M2-Slot gesteckt und dort verschraubt. Zuvor baut man in der Regel das alte 11AC Wi-Fi 5 Funkmodul aus einem M22230 Slot heraus. Und hier die Ergebnisse der Messwanderungen durch 5 Räume in den beiden 5 GHz Frequenzblöcken. Blau, Messung im unteren 5 GHz Band 5G1 bis 200 Milliwatt über 5 Räume hinweg. Orange, Messung im mittleren 5 GHz Band 5G2 bis 1000 Milliwatt. Grau, Summendurchsatz beider Messkurven. Nochmal ausführlicher. Die blauen Säulen zeigen die Netto-Downloads mit großen Dateien von einem NAS-Server über die Fritzbox 4060 bis zum Wi-Fi 6 Laptop über 5 zunehmend schwierige Räume hinweg im unteren 5 GHz Band 5G1. Da darf die Fritzbox bis zu 200 Milliwatt funken. Die orangefarbenen Säulen zeigen die Netto-Downloads über die Fritzbox 4060 bis zum Wi-Fi 6 Laptop über 5 zunehmend schwierige Räume hinweg im mittleren 5 GHz Band 5G2. Da darf die Fritzbox bis zu 1000 Milliwatt funken. Da sind die Download-Werte in den hinteren Zimmern erheblich besser als bei 200 Milliwatt im 5G1 Frequenzblock. Die grauen Säulen zeigen die aggregierten Download-Summen, wenn 2 Wi-Fi 6 Laptops gleichzeitig als WLAN-Clients an der Fritzbox 4060 saugen dürfen. Die CPU des WLAN-Routers hat mit dieser Doppelbelastung offenbar kein Problem. Genug der Laptop-Wanderung. Jetzt kommen wir zu den Rate-over-Range-Messungen mit einem Smartphone. In vielen Heimbüros, Hotels, Restaurants, Cafés, Firmen und Haushalten gibt es schon fast mehr Smartphones als Laptops. Sie sind meist kleiner, leichter und mobiler als stationäre PCs und große Notebooks. Also wandern wir unsere Messstrecke auch mit WLAN-Handys ab und fragen uns, wie kompatibel ist die AVM Fritzbox 4060 mit diesen sehr mobilen WLAN-Endgeräten? 11AX-Handys gibt es seit 2019. Die ersten Smartphones mit 11AX Wi-Fi 6 bis 1200 Megabit brutto kamen im Frühling 2019 auf den Markt. Sie hießen Samsung Galaxy
die S10, S10e und S10 Plus. Im Sommer 2019 folgten die noch größeren Phablets der Gattung Samsung Galaxy Note 10 und Note 10 Plus mit Stiftbedienung, ansonsten aber fast identischen 11AX Wi-Fi 6 Funkmodulen. Auch per Januar 2022 gehört das Samsung Galaxy Note 10 Plus nach wie vor zu den guten 11AX Wi-Fi 6 Smartphones. In unseren Tests hat sich das Samsung Galaxy Note 10 Plus schnell und klaglos mit der Fritzbox 4060 verbunden. Die von Android 11 jeweils attestierte Netzgeschwindigkeit reichte bis 229 Megabit bei 2,4 GHz sowie jeweils 1200 Megabit bei 5G 1 und 5G 2. Die beiden letzteren sind jeweils Wi-Fi 6 im Modus VHT80 mit 80 MHz Kanalbandbreite. Zum Vergleich: die Intel AX200 Funkmodule in unseren Dell Workstations und in den 11AX aufgebohrten Notebooks skalieren auf Kanalbandbreiten bis zu 160 MHz hoch. Entsprechend liegen deren maximale Bruttodaten nicht bei 1200, sondern bei 2400 Megabit. Um es mal flapsig bildlich auszudrücken: je breiter die Straßen in der Luft, desto mehr Verkehr kann darin fließen. Das gilt aber nur, sofern die lieben Nachbarn nicht die gleichen WLAN-Straßen im begrenzten Luftraum wegschnappen und dadurch für eine Reduzierung der möglichen WLAN-Höchstgeschwindigkeiten sorgen. Die folgenden Messkurven wurden mit der AVM Fritz-Up WLAN erstellt. Das Samsung Galaxy Note 10 Plus zeigt in beiden WLAN-Bändern ein gutes Rate-over-Range-Verhalten, das heißt eine gute Reichweite. Das WLAN-Handy hatte auch im hintersten Zimmer keinen WLAN-Abriss und nonstop genug Speed zum Surfen und zum Mailen. Hier der 2,4 GHz Messrundgang mit Wi-Fi 6 Samsung Note 10 Plus an der Wi-Fi 6 Fritzbox 4060. Links von Zimmer 1 bis 5, Messkurve rechts, Rückweg von Zimmer 5 bis Zimmer 1. 5 GHz 1 Messrundgang mit dem Wi-Fi 6 Samsung Galaxy Note 10 Plus an der Wi-Fi 6 Fritzbox 4060, links von Zimmer 1 bis 5, rechts Rückweg von Zimmer 5 bis Zimmer 1. 5 GHz 2 Messrundgang mit dem Wi-Fi 6 Samsung Galaxy Note 10 Plus an Wi-Fi 6 Fritzbox 4060, links von Zimmer 1 bis 5, rechts Rückweg von Zimmer 5 bis Zimmer 1. WLAN-Messergebnisse sind von zahlreichen Umweltfaktoren abhängig. Man darf sie nur mit Vorsicht und mit Einschränkungen auf andere Gebäude und Situationen übertragen. Die Leistungsaufnahme der Fritzbox 4060 lag im Standby bei eingeschaltetem WLAN und einem über 5 GHz verbundenen WLAN-Endgerät oberhalb von 7,5 Watt. Dabei war die 4060 auch schon per LAN-Kabel mit einer Fritzbox 6660 Cable als Internetzuspieler verbunden. Beim gleichen Setup, jedoch über 2,4 GHz WLAN, schwankte die Leistungsaufnahme um 7,22 Watt herum mit gelegentlichen Tiefstpunkten bei 6,93 Watt. Bei Internetdurchsatztests mit einem einzelnen WLAN-Laptop im 5 GHz 1 Block hat sie knapp 10,5 Watt aus der 230 Volt Dose gezogen. Bei parallelen Internetdurchsatztests mit 2 WLAN-Workstations über 2 WLAN-Frequenzblöcke im 5 GHz Band gleichzeitig konnten wir die 4060 bis knapp unter 14,4 Watt treiben. AVM gibt die durchschnittliche Leistungsaufnahme mit 8,1 Watt an. Das kommt hin. Zum Vergleich, der 11AC WLAN-Router Telekom Speedport Pro braucht über 18 Watt im Standby, im Betrieb noch mehr. Fazit: Die AVM Fritzbox 4060 funkt Wi-Fi 6 in 3 Frequenzblöcken und zwar gleichzeitig. Im 2,4 GHz Band ist ihre Leistung gut. Im unteren 5 GHz Band 5G1 ist sie schnell. Im mittleren 5 GHz Band 5G2 hat sie zudem auch noch eine sehr gute Reichweite. Bei unseren Durchsatztests konnte sie auch alle 3 Frequenzblöcke gleichzeitig für WLAN-Clients zur Verfügung stellen. Die starke CPU geht dabei offenbar nicht in die Knie. So kam alleine in den 5 GHz Blöcken 5G1 und 5G2 ein Summendurchsatz von fast 1800 Megabit zustande. Neben 3 üblichen 1 Gigabit LAN-Ports
hat die Fritzbox 4060 auch schon eine 2,5 Gigabit Ethernet-Buchse. Als WAN-Port geschaltet lässt sie das Internet auch oberhalb von 1000 Megabit durch. Als LAN-Port geschaltet können auch sehr schnelle Rechner und NAS-Server oberhalb der üblichen 1 Gigabit Grenze an der 4060 agieren. Die schöne Betriebssoftware namens Fritz OS bietet einfache Bedienung trotz großem Funktionsumfang. AVM ist seit Jahren bekannt für häufige kostenlose Software-Updates, die auch bei der Fritzbox 4060 noch weitere Features und Verbesserungen erwarten lassen. Wer bislang nur ein einfaches Internetmodem, eine einfache Providerbox oder eine ältere Fritzbox hat, kann eine WLAN-starke 4060 dahinter schalten und dann modernes Wi-Fi 6 genießen. Die eingebaute DECT-Telefonanlage wird zudem all jene freuen, die gerne drahtlos über das Festnetz telefonieren. AVM positioniert die Fritzbox 4060 als WLAN-Mesh-Router für private Endkonsumenten. Dort würde sie mit starken und teuren Wi-Fi 6 Mesh-Routern aus aller Welt von Kalifornien bis Asien konkurrieren. Die eingebaute DECT-Basisstation ist jedoch ein Unikum, das vor allem die Präferenzen in Zentraleuropa bedienen dürfte. Das haben die Amis und Asiaten offenbar nicht auf dem Radar. Kontra. Im Prinzip käme die 4060 aufgrund ihrer WLAN-Stärke auch für große WLAN-Rollouts in Schulen, Hotels, Krankenhäusern, Altenheimen und Konferenzzentren in Frage. Dort ist das unauffällige Design in Weiß mit abschaltbaren LEDs ein echter Vorteil. Allerdings fehlt der Fritzbox 4060 für große WLAN-Projekte ein Wanddecken-Montageset, eine PoE Power over Ethernet Stromvariante und eine funktionsreiche Cloud-Management-Lösung für hunderte von Fritzboxen gleichzeitig. Solche Business-Features hat AVM seiner WLAN-starken 4060 nicht spendiert, sonst wäre sie wohl noch teurer geworden. Das war jetzt also das zweite Video zur 4060 mit den WLAN-Messwerten. Als nächstes plane ich einen kurzen NAS-Test mit einem SSD-Laufwerk an der USB 3.0 Schnittstelle der Fritzbox 4060. Am Ende dann wohl noch mein notorisches Aufschraubvideo mit einem Blick in das Innenleben der 4060. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, am besten meinen Kanal abonnieren und gleich die Glocke reinhauen. Falls ihr schon jetzt Fragen oder Meinungen zur 4060 habt, freue ich mich über Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.